Hi Leute, willkommen zu Dragon Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau und der ein oder andere schon mal ab und zu mal Cosplay und so, aber kennt ihr ja schon vielleicht. So, heute gibt es nochmal so ein Dies und Das Video, bevor wir dann anfangen, mal wieder ein paar Waffen zu bauen. In dem Video werde ich dann mal ein bisschen fragen, was euch besser gefällt. Von der Axt, die man dann mit den zwei Wolfschädeln, ich habe hier zwei Axtblätter. Da machen wir gleich mal, was euch besser gefallen wird, so rein optisch mäßig. Und dann machen wir noch den Handschuh fertig. Das hatte ich euch auch versprochen. Die Farbe und so ist drauf, der Klarlack auch. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen und dann gucken wir mal, wie das aussieht mit der Beleuchtung und so weiter. Ich hoffe mal, das Ganze interessiert euch. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. So, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal mit den Axtblättern an. Dann habe ich hier, ich sage jetzt mal ein bisschen was Einfacheres, Schlichtes und dann ein bisschen aufwendiger. Ich sag mal, das hier habe ich schon mal für so eine Nordmann-Axt und das ist dann, hatte ich schon mal für eine Zwergen-Axt benutzt. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt natürlich nachher noch der Stiel dran, aber das geht jetzt erstmal drum, was meint ihr, was sieht besser aus? Ich sag jetzt mal, ich lege jetzt mal so hier hin. Hier wäre natürlich, wird sich das anbieten, weil das ja relativ schmal ist, dass man das dann noch so, ich sag jetzt mal optisch so mit Lederriemen oder sowas dran macht. Und bei dem hier könnte man das ja theoretisch dann, ich sag jetzt mal, in Metall darstellen. Also dass der Schädel kein echter Schädel ist, sondern quasi einer, der aussieht, als wenn er aus Metall dann zur Axt ist. Theoretisch können wir auch noch mal zwei Schädel machen und mache beide Versionen. Aber das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich sag jetzt mal, wir machen jetzt einfach mal verschiedene Versionen. Das hier ist dann Version 1. Und hier haben wir dann 2. Wie gesagt, könnt ihr ja mal drunter schreiben, ob ihr dann 1 oder 2 haben wollt. Oder ob ich dann 1 und 2 mal machen soll. Da würde ich dann die Version dann in rustikal machen. Die kriegt dann quasi so ein Schädel, dann so ein also ist ja kein echt, aber so optisch und dann so mit Kordeln irgendwie dran montiert, dass das so richtig barbarisch aussieht. Und das hier könnte man dann ja theoretisch irgendwie farblich dann in Metall absetzen. Das Axtblatt aus Metall und der Rest dann irgendwie, keine Ahnung, Messing, Gold, Kupfer, irgend sowas. Na, das so ein bisschen, ja, ich glaube beide Versionen wären eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare. So, die tun wir mal auf Seite. Das tun wir mal hier rüber. So. Ja, dann fangen wir mal mit dem Handschuh an weiterzumachen. So, wie ihr seht, das Ganze ist so halbwegs schon fertig. Jetzt muss ich nur noch, ich hatte die Finger, hatte ich hier so von den Cutterklingen, hatte ich hier die Dinger reingetan, damit das so ein bisschen die Form hält. Wenn man das dann pinselt, ich glaube, ich habe auch alles draußen, ja, ist alles draußen. So, mal schauen, wie das aussieht. Ja, so sieht der jetzt erstmal aus. Ja, das ist schon der Draht, den habe ich hier schon durchgemacht. Ich habe das Ganze jetzt quasi erstmal in schwarz lackiert. Dann habe ich mit transparenten Flexipaint mit Silber drin drüber und anschließend nochmal mit silberner Acrylfarbe. Das hier ist in Bronze. Ich wollte da ein bisschen Farbe rein, dass das nicht ganz so langweilig aussieht. Ich dachte, so ganz komplett im Metall sieht doch nicht so toll aus. So, ja, so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Dann habe ich hier schon durch das Loch, was ich gemacht habe, schon mal den Draht durch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den durch das ganze Ding hier auch noch durchkriegen. Wie gesagt, so ein bisschen dachte ich, zeige ich euch noch, weil ich bin selber mal gespannt, wie das nachher aussieht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ach ne, das kann man sich ja noch da reinstecken. So.
Haben wir jetzt noch hier drin, dann kann der nicht so schnell rausrutschen. So, jetzt gucken wir mal mit dem Batteriefach. Schon mal reinstecken das Ganze. Ich hoffe, das so richtig rum. Na, so. So, mal testen. Saft ist drauf. Sehr gut. Stopfen wir das hier schon mal rein. Das haben wir jetzt schon mal hier drin. Dann müssen wir mal gucken. Die Teile habe ich dann auch gemacht. Dann schauen wir uns erstmal hier die kleineren Stücken an. Hier die Seite hält irgendwie nicht. Was ist das denn? Kann aber auch sein, dass das nicht die richtige Platte ist. Ich glaube, das soll die richtige sein. Ja, ich glaube, das hier ist die richtige. Müssen wir noch ein bisschen zurechtlegen, dass das alles so hält. Ist natürlich durch die Farbe drauf ein bisschen anders, aber sieht aus, sie klappt es. Dürfte auch so schnell nichts fliegen gehen mit 4 Magneten, die sind relativ stabil. Ja, und das sind die richtigen. Na, hier will er nicht. Was ist das denn? Okay, hier ist der irgendwie falsch rum drin. Warum ist der denn hier falsch rum drin? Dürfte ja eigentlich nicht sein. Oder ich habe die falschen Platten genommen. Das kann natürlich auch sein. Probieren wir nochmal hier. Ja, hier halten sie. Dann war das die richtige Platte für hier. Dann ist hier aber auch einer falsch. Hä? Müssen wir noch mal einen Heißkleber anwerfen. Halt. Schauen wir die Magnete rausholen, müssen wir nochmal umdrehen. Auf jeden Fall hier die 2. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Na, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall gucken wir mal weiter. Ob der Rest wenigstens. Wisst ihr, was mir hier auch aufgefallen ist, Leute? Ich hätte hier noch für den Knopf hätte ich auch noch hier ein Loch reinmachen müssen. Aber ich glaube, das kann ich auch nachträglich noch machen. So, wir probieren jetzt erstmal, ob wir das hier reinkriegen. Das funktioniert schon mal. Und das funktioniert so gut aussieht auch. Jetzt muss ich hier nur noch ein Loch reinmachen. Das wäre dann ungefähr. Da muss ich jetzt gucken. Prinzipiell müsste das dann circa der Höhe ungefähr hier so sein. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Denkfehler. Also Leute, wenn ihr sowas macht, nehmt mich da nicht immer unbedingt als Beispiel. So, ab und zu mache ich da auch schon mal Mist. Also, wir fassen zusammen. Bei den Magneten müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtig rum. Also macht das hier mit den Punkten drauf. Ich glaube, das hatte ich bei den ersten paar Dingern nämlich nicht gemacht. Da ihr dann auch wisst, wie es richtig rum reinkommt, dass die 2 Magnete dann übereinander sind, so wie sie auch sein sollten.
Mal gucken, ob das so richtig ist, ja. So. Dann ist das hier der obere. Ja. Also, so wird der heiß. So. Dann den Punkt wieder nach unten rein. Der kommt dann hier. Sieht zwar jetzt nicht mehr ganz so toll auf der Innenseite aus. Aber, wie gesagt, irgendwo das ja immer. Ganz wieder gut verkleben. Aber im Endeffekt, also nur die Wartungsdinger, die kommen ja sowieso nicht gerade oft runter. Dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein. Ja, dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen wieder abkühlen lassen. Und dann gucken wir mal, wie das nachher aussieht. Warten wir mal ein paar Minütchen. Sonst haben wir nämlich nachher, wenn wir da drauf machen, wieder die Dinger da irgendwie raus. Und das wollen wir ja auch nicht. So. Ne, aber hier mit der Klappe habe ich echt vergessen. Stimmt, ich muss ja auch noch irgendwie dran, was jetzt aber auch nicht das Problem ist. Das wird einfach eingehakt. Mit den zwei Nippeln hier. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Batteriefach irgendwie so mittig kriege. Dann wird das nämlich da auch gut noch ein bisschen. Und dann die zwei Magnete an der richtigen Stelle. Und dann ist das Ding soweit zu. Dann kommt hier noch das Loch rein und dann kann man dann mit dem Finger schön drauf drücken. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Macht einfach auf, an und wieder zu. Das kann man jetzt auch erstmal machen. Wie gesagt, ist noch nicht ganz ausgereift. Da muss da halt noch die paar Löcher. Also das eine Loch reinmachen und dann gucken wir mal. Ist ja mittlerweile abgekühlt. Sieht gut aus. So. Jawohl, Leute, jetzt haben wir es richtig. So, ein bisschen was biegen. Dadurch, dass ich die Sachen gerade gepinselt habe, müsste das dann noch so ein bisschen anpassen. Aber das kommt dann. Das legt sich dann mit der Zeit. So, dann gucken wir uns. Pistole brauchen wir nicht mehr. Den auf Seite schmeißen. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. So, hier sieht man leuchten schon. Da sind die Drähte auch gut. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze, würde ich mal sagen, im Dunkeln an. Machen wir mal die Lampen aus. Dann gucken wir mal, ob das hier vorne, hier sollte das ja auch so ein bisschen, ja doch, hier leuchtet das auch. Dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert hat. So. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Dann haben wir hier die Beleuchtung. Mal schauen. Machen wir mal ein bisschen was anderes. Dann sieht es vielleicht besser. Gucken wir mal, ob das nach vorne. Ja, nach vorne ist es auch am Durchleuchten so ein bisschen. Ne? Hier auch. Machen wir mal wieder auf normal. So. Ja, so sehen die jetzt aus. Ist doch schon mal ja nicht so schlecht. Ja. Machen wir mal wieder aus. Ach ja, wir müssen ja noch probieren, ob das mit dem Werkzeug funktioniert. So, dann gucken wir mal. Mal schauen, ob das so funktioniert. Jo, hält. Wie ihr seht, ne? Ich hoffe, das kann man sehen. Mal schauen. Ja, das klappt. Ist auch, ne? Relativ stabil. Also
So schnell fällt da nichts ab. Nicht schlecht. Oh doch, der fällt schon was ab. Ja gut, aufgrund der Länge wahrscheinlich. Aber wenn man den normal so benutzt und nicht hier die ganze Zeit dann so rumwurstelt, hält er eigentlich auch. Ihr seht ja, das funktioniert. Ne? Also, da muss man schon ein bisschen mehr mit dem Finger rum. Dann geht es leider doch ab. Kann aber auch sein, wegen der Farbe, weil ich hier das auch noch relativ dicke Farbe drauf und hier auf dem Magnet. Kann sein, dass dadurch das Ganze, aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen größer jetzt, die Raten, vielleicht dadurch. Aber ihr seht ja, das hält eigentlich ganz gut. Ihr dürft dann nur nicht hier, ich glaube, dafür ist es auch nicht, wenn ihr jetzt die ganze Zeit irgendwie sägt und so macht, seht ihr ja, da passiert nichts. Ne? Ihr dürft nur nicht hier dann hier mit den Fingern so rumschlackern. Aber das ist ja, ist okay, denke ich. Ist ja nur so ein bisschen so als Gag gedacht. Ich finde die Idee super. Hat irgendwie auch was. Und das funktioniert. Der Handschuh selber, den kann man jetzt noch ein bisschen was einmocken. Bin noch am Überlegen, ob ich ein bisschen noch mit Braun so ein bisschen drüber gehe. Weil beim Pinseln habe ich ja auch ein bisschen viel vermockt, aber bei dem Handschuh ist das nicht so schlimm. Das passt ja so ein bisschen, dass der auch ein bisschen dreckiger aussieht. Das fällt nachher ja nicht mehr so ins Auge. Dann brauchen wir den selber nicht zu vermocken. Den Fingern, das funktioniert auch alles gut. Hier, das Teil hat auch gut funktioniert. Wie gesagt, ich muss jetzt hier nur noch bei dem Kasten noch das Loch reinmachen. Ich hätte das vorher, vielleicht mache ich auch nochmal dieselbe Klappe nochmal schnell neu. Und mache dann vorher ein Loch rein. Aber ich probiere das mal mit dem Locheisen von innen. Muss dann wahrscheinlich ja noch an der Stelle, wo das Loch ist, noch ein bisschen nachpinseln. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Aber so im Großen und Ganzen, mal abgesehen, dass ich hier an der einen Platte die Magnete 2 falsch reingemacht hatte. Also die Idee mit den Magneten, nimmt sie beide zusammen und macht dann immer den Punkt drauf mit der Seite, wo es dann nach unten ist. Dann klappt das eigentlich auch ganz gut, wie ihr gesehen habt. Hier und da kann man vielleicht noch ein bisschen was verbessern, aber so im Großen und Ganzen, ich denke mal, das kann man so lassen, oder? Ja. So sieht das Ganze dann aus. Gucken. Oh, das ist nicht. Kann man dazu sehen. Ich muss mal Kamera gucken hier, ob man das so sehen kann. Ja, ich mach mal so von der Seite. So ein bisschen. So. Damit man sich das mal ein bisschen von nahen angucken kann. So sieht das Ganze dann aus. Ja. So. Ja, also ich muss sagen, es ist ein guter Handschuh geworden. Hat noch ein, zwei kleinere Fehler, die werde ich noch ausmerzen. Aber im Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ja Leute, da würde ich sagen, das war es mit dem Video mal wieder. Mit dem Handschuh bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, hat noch ein paar kleinere Fehler, die will ich dann noch ausmerzen, aber da mache ich jetzt kein Video mehr zu. Das nächste wird dann mit der Axt sein, oder der Axt, mit dem Wolfschädel drauf. Wie gesagt, schreibt mal rein mit dem Axtblatt, was für den beiden euch besser gefällt, oder ob ich von beiden eine Axt machen soll, in verschiedenen Versionen. Kann ich auch machen, ist jetzt nicht so schlimm, dann dauert es nur wieder ein bisschen länger vielleicht, aber ist ja nicht so wild. Ansonsten muss ich sagen, alles was ich hier an dem Handschuh jetzt mal wieder so ausprobiert habe, bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Nach oben ist natürlich immer noch was Luft, aber so im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich denke mal, das kann man sehen lassen. Ja, dann wünsche ich euch mal wieder ein schönes Wochenende, dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte bzw. Videos. Wir sehen uns.